Die Landschaft von New Mexico begeistert uns. Wir erkunden einen wenig bekannten Slot Canyon und tauchen ein in eine weiße Sandlandschaft im White Sands National Park. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Hier standen wir jetzt die letzte Nacht und wir möchten euch mal auch ein bisschen Realität noch weiter zeigen. Wir hatten die letzten Tage wirklich schöne Stellplätze. Das ist wirklich nicht immer der Fall. In die Richtung ist es super schön. In die andere Richtung, genau hinter Tobi, ist die Autobahn, also die Interstate. Das heißt, man hat den Lärm von der Interstate und wir stehen einfach vor einem Haufen Scherben. Also wir können Rio eigentlich direkt nicht mal rausholen, weil hier alles voll mit Müll und Scherben ist. Ja, so ist es halt. Die Plätze sind ein bisschen rarer gerade, deswegen hatten wir auch nicht so viel Auswahl. Und wir haben am Anfang ja immer Wikicamps verwendet. Mittlerweile sind wir durch andere Reisenden mehr wieder auf iOverlander aufmerksam geworden und finden auch dort mehr Spots, wo man stehen kann. Also klare Empfehlung auch. Und heute geht es dann jetzt für uns zu einem Slot Canyon. Ah, ja, verstehe. Einmal ducken. Komm her. Wir sind jetzt angekommen und es geht ab in den Slot Canyon, wenn wir ihn finden. Wir mussten hier schon durch ein Stacheldraht durchklettern. Aber das ist der offizielle Weg, zumindest laut Internet. Rio, komm her. Rio, komm. Komm. Ernsthaft? Er crasht immer die Aufnahme. Meist, also wirklich zu 80% setzt er sich hin, kratzt sich, schnüffelt, pinkelt. Ja, komm. Was für ein Hundeleben. Wir haben gerade gerätselt, was das Weiße hier auf dem Boden ist und dachten, dass es Asche ist, aber ja, wir wissen es noch immer nicht. Ist auf jeden Fall auf so einer harten Sandkruste. Ist das Salz? Meinst du? Nee, eigentlich auch nicht. Ich kann es probieren. Nee. Es ist tatsächlich extrem salzig. Ach krass. Vielleicht ist es auch Salz. Also hier definitiv nicht mit dem Auto drüber fahren. Das ist eine Mischung aus Salz und Sand, die ich gerade im Mund habe. Und ja, wir haben eine Bergziege anstatt einem Hund. Beziehungsweise mit Ute und Björn, mit denen wir gefühlt dieselbe Reiseroute in Europa hatten, haben wir Rio den Spitznamen bzw. die Rassebezeichnung Hatze gegeben. Er ist nämlich eine Mischung aus Hund und Katze vom Verhalten. Und es passt sehr oft. Das Beste ist, bei der Einreise in Kanada hat die Sarah den Stempel bekommen, bei dem Import vom Rio, beziehungsweise bei der Einreise vom Rio, dass er eine Katze ist. Ich weiß ja nicht, was für eine große Katze in der Box sein soll.
Es sieht so aus, als ob wir nun am Eingang zum Canyon sind, zum Slot Canyon. Oh, es ist kühl hier. Es wird richtig kühl. Oh, das ist richtig cool. Wow. Ja, wir hätten die Mittagssonne gebraucht. Die Natur hier großartig. Ich höre Stimmen. Ja, ich glaube, gleich kommen uns Leute entgegen. Zumindest höre ich Kinder. Hat hier jemand Steinchen getürmt? Boah. Boah, das ist echt schön. Ach, krass. Komm, geh zu. Hier, geh zu. Das ist schon sehr imposant. Ich glaube, wir haben jetzt schon mal hier einen Vorgeschmack auf den Antelope Canyon bekommen. Antelope? Doch. Der hier wirklich diese abgeschliffenen Felsen dann links und rechts hat. Aber sonst, glaube ich, von der Musterung recht ähnlich ist. Siehst du, wie dunkel das ist. Es wird wieder heller. Sind wir einmal durch. Wir haben endlich wieder ein neues Wildtier gesehen. Und zwar eine so große Spinne hier unten. Rio hat sie auch gesehen, aber macht nichts. So wie es ausschaut, haben wir jetzt das Ende des Canyons erreicht. Und ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich glaube, da muss man gar nicht zu den großen bekannten Sehenswürdigkeiten immer hingehen. Man kann einfach die lokalen kleinen Sehenswürdigkeiten nehmen. Man muss aufpassen, wo man hinsteigt. Aber die Landschaft ist einfach phänomenal. Wer hätte jetzt gedacht, wenn man die Sarah hier so sieht, dass es da in so einen coolen Canyon reingeht. Und die Sarah nimmt jetzt die Challenge in Angriff, über den Canyon zu springen. Wer kann das schon von sich behaupten? Canyon Hopping. Ja. Easy peasy, würde ich mal sagen. Bevor es jetzt für uns zurückgeht, machen wir hier noch eine kurze Pause. Und ja, dann geht es für uns weiter. So, Pause beginnt und jetzt machen wir noch die 7-Up auf. Und es ist endlich wieder richtig warm. Also nachts 1 Grad und jetzt, heute tagsüber 16 Grad, ja, glaube ich, gell? Also endlich wieder ein bisschen Sonne. Nachdem es die letzten 2 Tage richtig kalt war. Oh ja, heute Morgen auch. Das Tolle ist, wir haben jetzt 3 Paar Leute hier gesehen und sonst sind wir die ganze Zeit alleine. Das ist echt schon echt beeindruckend einfach.
So, also ich glaube, die USA hat einfach so viel schöne Natur. Und gerade in diesen abgelegeneren, also nicht in diesen Hauptrouten, ist einfach so wenig los. Ja. Deswegen kommen auch die ganzen Insekten um mich herum. Das ist, weil du riechst. Achso, das ist auch naheliegend. Wir haben jetzt die Wanderung beendet und gehen jetzt zum Auto zurück. Das ist nur noch, ja, was werden es sein, 500 Meter. Und wir haben gerade ein Feuerzeug gefunden, das auch noch schön funktioniert. Und wir haben es beim letzten Einkauf auch vergessen einzukaufen, also optimal. Und es war so empfehlenswert. Wir sind auf den Canyon nur durch die App iOverlander aufmerksam geworden und wirklich war echt toll. Wir fahren jetzt zur nächsten Stadt, Las Cruces. Spricht man bestimmt anders aus. Werden Wäsche waschen, duschen, Video hochladen, den ganzen Klimbim, den man so machen muss, und dann morgen weiter Richtung White Sands National Park fahren. Wir sind jetzt im White Sands National Park angekommen. Wie man hinter mir schon sieht, sieht man die weißen Dünen. Und man hört noch ganz dezent den Kampfjet, der hier gerade drüber ist, weil gefühlt ist der ganze Bereich umgeben von Militärgebiet. Genau, wir erkunden jetzt hier erstmal die Dünen mit Rio. Der wird sich auf jeden Fall mega freuen über den Sand, er liebt Sand. Und insgesamt machen wir wahrscheinlich so 2,5 bis 3 Trails. Wir haben jetzt vorher hier den Nationalparkpass für ein Jahr gekauft, weil es einfach deutlich günstiger ist, einmal die $80 zu zahlen für sämtliche Nationalparks, anstatt $25 fürs Fahrzeug hier in dem Park pro Tag. Die Fahrt hierhin war bereits spektakulär. Wir sind von Las Cruces Richtung Osten gefahren und hatten dann nach der Bergkette einen phänomenalen Ausblick. Auf der Fläche hinter mir steht im Sommer anscheinend zum Teil Wasser und hier auf dem Schild steht, dass das Wasser zum Teil nur 30 bis 60 cm unter der Oberfläche ist, und deshalb, wenn es im Sommer mal regnet, füllt sich das ganze Becken hier mit Wasser, und ja, gibt dann auch wieder Lebensenergie für die ganzen Tiere hier. Und wie man hinter der Sahara sieht, sind wir nicht die einzigen hier in dem Nationalpark. Also schon der erste Parkplatz, wo wir drauf sind, ist relativ voll. Ich will gar nicht wissen, wie es hier im Sommer zur Hauptsaison dann ausschaut. Sitz. Hey. Sitz. Super. Hier in dem See und auch generell in der Gegend werden immer wieder Fußspuren von Säbelzahntigern und Mammuts und so freigelegt. Auch von den Riesenfaultieren, die am Boden lebten. Diese werden vom Wind, wird der Boden abgetragen und dadurch freigelegt. Und bereits nach 1 bis 2 Jahren wird es genau durch den Wind wieder abgetragen und sie verschwinden für immer. Und ich muss sagen, es ist super beeindruckt hier schon. Also es ist sehr voll, der Park.
Aber wir gehen bisher eigentlich nur an diesem See entlang, der gerade kein See ist. Noch nicht mal zu den Dünen, aber es ist super schön von der Landschaft her. Damit haben wir auch schon wieder das Ende von diesem Trail erreicht. Da war jetzt insgesamt 800 Meter. War der 800 Meter? Der? One Way 365, also insgesamt ca. 800. Ja, ca. 800. Und jetzt geht es zurück für uns zum Auto und dann fahren wir zum nächsten Trail. Langsam, langsam. Ich bin nicht so schnell. Er hat endlich wieder Spaß. Ja, leider muss er angeleint sein. Aber das ist ja bei uns in Nationalparks genauso. Bei Rio ist das Lustige, dass wenn man mit der Hand so das Buddel antäuscht, dann geht er auf die Stelle und buddelt. Und ja, er ist schon relativ tief. Wie so ein Wahnsinniger. Rio? Das ist die Rio Madness. Rio, schau mal her. Oh. Er kann nicht, er ist beschäftigt. Auf den ersten Blick ist es hier wirklich krass überlaufen. Also an den Parkplätzen steppt der Bär jetzt in der Nebensaison. Oder wir wissen gar nicht, wann hier Hauptsaison ist. Vielleicht ist es im Sommer ja viel zu warm und deshalb gehen sie jetzt alle hin. Aber es ist einfach nur richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, haben wir schon mal so weiße Sanddünen gesehen, außer die eine in Australien? Nee, also wir wüssten es nicht. Wir hatten in Australien einmal so eine richtig weiße Sanddüne, eine große, aber hier wirklich, dass man in einer kleinen, ich würde jetzt sagen Wüste ist. Da ist man echt mittendrin und ist einfach nur schön. Und ich glaube, es ist einfach wie sehr oft, sobald man, ich weiß nicht, längere Wege geht, Ja. ist man relativ schnell alleine. Weil die meisten immer nur, also hier die ersten zwei, die wir gegangen sind, das waren einmal die 800 Meter und jetzt, keine Ahnung, was waren das, 500 Meter auf so einem vorgefertigten Steg. Da war echt viel los. Und wenn man auf der anderen Seite vom Parkplatz hier einfach reingeht, man sieht hier zwar die Fußabdrücke und so, aber es ist sonst nichts los. Und oft sind die Szenen, die man mit Rio macht oder wo er einfach nur beiläufig dabei ist, anders als wir es uns vorgestellt haben. Ich muss es euch kurz zeigen, es ist einfach zu gut. Er hat richtig Spaß im Sand und flippt hier voll aus. Jetzt sieht man ihn natürlich nicht mehr. Und gerade eben hat er hier seine Runden gedreht, Sarah an der Leine hinterher, weil die Hunde hier nicht frei sein dürfen. Und ja, er macht, was er will und Lust dazu hat.
Wir sind jetzt beim dritten Wanderweg angekommen und ja, wir sind erstmal sprachlos, weil vorher war es ja schon schön, aber hier ist man inmitten von den Dünen. Also der Wanderweg ist 3,5 Kilometer lang und wir wissen nicht, ob wir es schaffen, weil es ist halt wirklich weiche Düne hoch. Aber man hat halt einfach diesen wirklich genialen Ausblick. Da hinten parken wir, hinter Sarah. Und es ist halt einfach wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, es ist genial. In der Sonne ist es super warm. Und wir sind jetzt gerade zweimal zum Auto zurück, weil ich erst ohne Sonnenbrille los bin, aber es ist viel zu grell. Das ist wie bei uns im Winter mit Schnee. Wenn du beim Skifahren bist, da brauchst du auch irgendwas gegen die Sonne. Und dann habe ich natürlich die Sonnencreme vergessen für die Sarah. Alter, ist das geil. Da bleibt sogar Rio stehen, bei dem Ausblick. Also das haut mich jetzt wirklich vom Hocker. Also ich kann mir auch richtig gut vorstellen, in, keine Ahnung, in die Sahara zu fahren oder Gobi oder keine Ahnung, in irgendeine Wüste, weil ich es einfach richtig schön finde, die Landschaften. Aber mit den weißen Dünen und dann dahinter das Gebirge, wo wir hergekommen sind, ist es einfach nur wirklich spektakulär. Aber auch so schön wie es ist, genauso anstrengend ist es, weil man geht hier eine Düne hoch, eine Düne runter, runter, hoch die ganze Zeit. Ich denke mal, dass wir gar nicht alles den Wanderweg machen. Das ist so anstrengend, nachdem wir jetzt auch die 2 Wege davor schon gemacht haben. Gut, sie waren nicht lang, aber irgendwie haben wir dann noch mit Rio da in der einen Düne getollt und keine Ahnung. Das ist irgendwann zu viel, aber wir überlegen echt morgen nochmal hierher zu fahren, weil wir jetzt den Jahrespass haben. Und vielleicht einfach, weil es ihm, also Rio, so gefällt und weil es einfach so schön ist hier. Das ist so, ja, also man hat ja auf der Herfahrt, das Bild haben wir eingeblendet, so einfach so flaches Land, ein paar Felschen. Und dann kommt hier so eine Landschaft mit so einer riesigen Düne hier. Echt unbeschreiblich schön. Wie man bei uns in den Videos sieht, ist Rios Element Sand und Schnee. Also wir müssen irgendwo hin, wo es Sand und Schnee gibt. Und der ist so fein, der Sand. Nein. Der Sand ist so fein. Jetzt müsst ihr aber auch wieder hoch. Oh ja, das wird fies. Rio nicht. Rio, komm hoch. Komm hoch. Ja, guck
komm hier hin. Aus. Hier, geh hoch. Hier, komm her. Auch er findet es anstrengend. Da kommt sie. Vielleicht haben wir wirklich einen Husky. Also wir packen es jetzt, fahren zu unserem Nachtplatz, werden was Kleines kochen und dann den Abend zusammen ausklingen lassen. Das ist mal ein toller Platz. Ich dachte, das ist so eine Notlösung, die wir jetzt haben. Aber es schaut alles andere aus als eine Notlösung. Direkt am See, unsere private Bucht. Hier bleiben wir 5 Tage. Mindestens. Nein. Was? Nein? Das heißt, erstmal Schuhe vom Sand befreien. Was für ein wunderschöner Tag das heute war. Hatten wir alle 3 Spaß, ne? Und dann diesen grandiosen Blick. Und nachdem Rio jetzt sein Futter bekommen hat, machen wir uns unseres. Das Essen ist jetzt fertig. Es gibt Wraps mit Käse dazwischen geschmolzen und für mich Wurst. Danke nochmal an Katrin und Thorsten, die uns auf die Idee gebracht haben. Dann hier ein Chili-Bohnen-Eintopf, keine Ahnung, haben wir hier gekauft. Und einen restlichen Salat von gestern. Und mit den Bildern vom heutigen Sonnenuntergang verabschieden wir uns für heute und sehen uns morgen wieder. Wir freuen uns, dass du diesmal mit dabei warst und für uns geht es nächste Woche beim White Sands National Park weiter und natürlich dürfen auch die obligatorischen Autoprobleme bei uns nicht fehlen. Das alles seht ihr das nächste Mal und vielen Dank für alle, die uns mit einem Kommentar, Abo oder Like unterstützen und ja, wenn ihr auch weiterhin bei uns alles mitbekommen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass du das... Wir freuen uns...
das nächste Mal mit dabei bist.